Ich bin Ikhlas Gorgis. Ich bin im Irak geboren und aufgewachsen. Ich bin 52 Jahre alt. Ich habe 3 Kinder und ich bin ausgebildete sozialpädagogische Assistentin. Momentan arbeite ich in einem Förderzentrum für geistige Entwicklung, alles Assistentin mit den Lehrern zusammen. Nebenbei arbeite ich freiberuflich als Dolmetscherin für Arabisch und Türkisch. Dann ehrlich gesagt, das war schwierig, irgendwie eine Ausbildungsstätte zu finden oder einen Weg zu finden. Alleine schafft keiner. Da bin ich zur Frauenberatungsstelle in Lübeck gegangen. Ich habe gesagt, ich möchte was lernen. Mein drittes Kind war im Kinderwagen. Ich habe ihn mitgeschnappt. Ich habe gesagt, ich will was lernen hier in Deutschland. Ich habe schon vor ein paar Jahren gehört, man kann lernen. Egal. Ja, hat sie gesagt, genau so, richtig, hast du verstanden. Und dann fragte sie mich, die Beraterin, was möchtest du machen? Ich habe gesagt, ich möchte gerne mit den Kindern arbeiten. Habe ich mich beworben, dann hat es geklappt. Und ich habe ja also 2008 den Beruf, also die Ausbildung abgeschlossen. Also die Ausbildung in eine andere Sprache zu machen, das war ja keine Zuckerschlecken. Die Berufslehrer, also in der Berufsschule waren die Lehrer immer bei mir, die haben mir immer geholfen in meiner Sorgen. Die haben auch gemerkt, das war diese Ausbildung schwierig für mich, weil ich ja die deutsche Sprache als Fremdsprache zählt. Das hat auch ein Lehrer gesagt, hat gesagt, Ichlas hat äh, alles Arabisch, ihre Muttersprache, Deutsch zählt als Fremdsprache für sie, weil manche in der Schule haben über mich ausgelacht oder haben sie ein bisschen nicht so nett mich angeguckt, aber die haben alles, die Lehrer so gesagt haben gesagt, ach so, ja, und meine Alte konnte man nicht sehen, dass ich über 30 war oder dass ich nicht in Deutschland aufgewachsen bin, habe ich ja nicht jeder Mensch gesagt. Aber als die Lehrer das gesagt haben, dann hat auch gut geklappt. Also ich bin auch dankbar für diese Lehrer, die mich unterstützt haben. Da haben die gesagt, nein, Ikhlas macht ganz toll und sie ist fleißig dabei und sie hat auch nie gefehlt und sie hat immer ihre Aufgaben gemacht und wir sehen nicht da irgendwie was nicht so schön bei ihr ist. Nebenbei, zweimal in der Woche habe ich ja bei der Volkshochschule damals noch Deutsch gelernt, weil ich auch mit meiner Klassenlehrerin gesprochen habe. Ich habe gesagt, ich möchte gerne mich verbessern. Wo hackt hier bei mir, deiner Meinung nach? Da sagte sie mir vielleicht, die deutsche Sätze so richtig die Formulierung lernst und die schwierigen Worte, vielleicht holst du dir Hilfe. Ich habe gesagt, okay, dann frage ich bei der VHS, also Volkshochschule in Lübeck. Da habe ich zweimal in der Woche habe ich einen Kurs auf meine eigenen Kosten auch besucht und habe ich eine Verstärkung bekommen mit der deutschen Sprache, auch neben Ausbildung. Und das habe ich schon erreicht, ja. Das war natürlich eine sehr schwierige Zeit, als ich die Arbeit gesucht habe, trotz meines Zertifikats, die ich in Deutschland erreicht habe. Da habe ich ja dann gesagt, ich gebe jetzt nicht auf und dann habe ich angefangen, ehrenamtliche Arbeit zu machen. Das war ja die Begleitung, die Frauen in ihrer schwierigen Situation im Leben und zeigen sozusagen, du bist eine Frau, du hast deine Werte und ich habe die Frauen auch unterstützt sprachlich, Begleitung in den Behördegänge oder beim Arzt oder zum Psychologie und da gab es auch andere Frauen, die auch bei dieser ehrenamtlichen Arbeit mir Vergütung angeboten haben, also warum das kostenlos anbietest, das ist eigentlich Leistung und wir würden gerne auch dir bezahlen. Und dann fanden die auch schade, dass ich trotz meines Zertifikats keine Arbeit finde in diesem Bereich, was ich gelernt habe. Als ich dann fast 18 Monate dieses ehrenamtliche Engagement in Lübeck, dann kam die Firma oder haben die Firma gehört, dass eine Frau in Lübeck aktiv ist. Und nebenbei habe ich ja meine Bewerbung zu denen geschickt und dann kamen die und dann haben sie ja,
wir wollen Sie hier in eine betreute Grundschule einsetzen. Und das hat ja geklappt, weil ich ja danach eine Erzieherin gefragt habe, habe ich gesagt, ich bewundert mich nach so langer Arbeitslosigkeit und kam diese Firma, diese Erzieherin hat auch da gearbeitet, ja, sagte sie, du hast ja gezeigt, wer du bist Vertrauensperson, du bist zuverlässiger Mensch und die Firma die haben aber dich gehört und dann haben die dich übernommen und ich habe mich auch sehr gefreut, natürlich, alles dieses Arbeit kam. Kontakteverknüpfung habe ich gezeigt, wer ich bin. Ich bin ein zuverlässiger Mensch, also eine Vertrauensperson und engagiert, also aktiv auch dabei. Und das habe ich hier gezeigt. Die Firma haben die gehört, definitiv haben die gehört, wer ich bin. Dass wir haben gesagt, wir nehmen diese Frau, die ist aktiv. Und da war ja mein erster Weg halt. Ja, natürlich die ehrenamtliche Arbeit läuft immer noch. Da ist etwas weniger. Neben Arbeit kann man nicht so viel machen und wird dann halt wenig gemacht, ja. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Damals, als ich in der anderen Firma gearbeitet habe, da war auch eine Freundin aus dem Irak. Wir haben damals eine Unterstützung gesucht und durfte sie als ein Aerojob damals arbeiten. Habe ich ja sie auch geholt. Und dann fragte sie, wie erreicht man das? Wie hast du das gemacht? Ich habe gesagt, ich kann dir sagen, es musst nur wissen, wo du dich bewerben kannst. Habe ich ihr erzählt und dann sagte sie, kannst du bitte mit dem Chef sprechen? Ich habe gesagt, wir können ihn fragen. Frage kostet kein Geld. Zufälligerweise nach 2 Tagen kam der Chef, da habe ich ihn gefragt, hat er gesagt, es gibt ein Projekt, die auch die Mitarbeiter für unsere Firma können die auch arbeiten bei uns teilweise können die nebenbei lernen. Das ist ja den Schulen in Mölln auch sozialpädagogische Assistentin machen. Das hat sie auch gemacht. Nebenbei, also dann ist sie raus aus sozialer Leistung, durfte sie von der Firma 15 Stunden arbeiten nebenbei und lernen. Da war 3-mal in der Woche, musste sie dann 2 Jahre lang machen. Jetzt, Mhm. wenn wir uns treffen oder wenn wir telefonieren, sagt, das bist du. Das hast du mir den Weg gezeigt. Ich habe gesagt, ich freue mich, wenn das dir gut getan hat. Das freue mich total und das soll so sein auch. Wir sollen alle irgendwie weiterkommen in unsere Berufswege. Viele Einheimischen als Vorbild, natürlich. Ich erzähle eine interessante Geschichte, die begleitet mich immer noch. Als ich nach Deutschland kam, meine Tochter war ja in der erstmal Vorschule und dann kam sie in der ersten Klasse, gab es Elternabend. Erste Klasse und ich konnte 2 Worte Deutsch, Hallo und Tschüss. Und da saß eine Mama neben mir, Marion. Und die Lehrerin hat irgendwie Perlen verteilt und Band. Wir sollten so ein Armband machen von 1 bis 10, damit die Kinder Mathematik zählen können. Ich habe das nicht verstanden, was die Lehrerin gesagt hat. Und ich habe gesagt, Marion, please help me. I don't understand. Und hat sie gesagt, pass mal auf, du nimmst das Band und machst du eins. Ich habe gesagt, okay. Jetzt, und Marion und ich sind wir befreundet. Danach gab es ja Weihnachtsfeier und dann habe ich ja Fotos gemacht und gab es Kuchen, so wie das diese Tradition ist und deutsche Kultur so schön lebendig. Und da gab es Foto und meine Tochter Flora war ja befreundet mit der Sohn von Marion, Clemens. Die haben sich gut verstanden. Und dann habe ich ihr die Fotos gemacht, dann habe ich in ihre Briefkasten gesteckt. Ich habe gesagt, frohe Weihnachten, alles Gute. Und dann nach ein paar Tagen meldet sie sich, sagte sie, ich habe mich total gefreut. Das ist ja nett von dir, dass du Fotos im Briefkasten gesteckt hast. Wir mussten uns mal zum Kaffee treffen. Ich habe gesagt, ja, gerne. Ich möchte gerne mit den Deutschen in Kontakt kommen, damit ich auch die deutsche Kultur und die deutsche Sprache lerne. Und sie hat als Erzieherin in einem Freizeitzentrum gearbeitet und sie war Vorbild für mich.
Und diesen Jahren, diesen Kontakt, danach habe ich sie beim Jugendamt gesehen. Sie hatte als Beraterin beim Jugendamt. Danach war sie bei der Presse. Jetzt arbeitet sie bei Agentur für Arbeit. Ich habe gesagt, Marion, du bist mein Vorbild. Sagte sie, ja. Ich habe gesagt, guck mal, du warst Erzieherin, jetzt arbeitest du bei Agentur. Das geht aber nicht. Sagte sie, doch, das geht, wenn du willst. Und dann sagte sie zu mir, guck dich mal an, du konntest 2 Worte Deutsch, jetzt sprichst du wie eine deutsche Muttersprachler. Sei stolz auf dich. Ich habe gesagt, ja, bin ich ja auch. Und wir sind da wirklich schon seit über 20 Jahren Freunde, Marion und ich. Das ist ein Vorbild von mich. Es gab positive, natürlich positive Erlebnisse und auch negative. Die Mhm. positiven Erlebnisse waren für mich, der Arbeitgeber war begeistert von meiner Zuverlässigkeit, von meiner Vertraulichkeit, meiner Pünktlichkeit und meinem Engagement. Für andere Sachen, die negativ waren, manchmal hörte ich, sie spricht schlechtes Deutsch, sie darf mit den Kindern eigentlich nicht arbeiten. Als dann meine Ohr gehört hat, ich habe gesagt, einen Moment, stopp. Ich möchte eine von euch, das nach England geht, eine Ausbildung auf englischer Sprache machen, dann unterhalte ich mit euch. So kann ich mit euch nicht diskutieren. Das System nicht passiert, die Lehrer überhaupt nicht. Die Lehrer waren sehr dankbar auf mein Engagement, die waren sehr zufrieden, die haben mich gleich behandelt. Das liebe ich an den Lehrern in Deutschland. Aber das war ja ein anderer, ein anderer. Also die Familienrolle spielt wirklich eine große Rolle. Also meine Eltern im Irak wollten gerne, dass ich mich beruflich weiterentwickeln, wollten gerne, dass ich auch studieren. Mein Vater hatte mir gesagt, wenn du studierst, dann konntest du Anwältin werden. So sagte er, aber mein Wunsch war ja immer, dass ich mit den Kindern arbeite. Und natürlich spielt eine große Rolle. Meine Kinder, als ich nach Deutschland kam, ich habe gesagt, ich bin ein Vorbild von meinen Kindern auch, die das sehen, was Mama machen will, was macht sie. Die haben manchmal gemeckert über meinen Akzent. Ich habe gesagt, meine lieben Kinder, das ist aber normal. Wenn ein Mensch nicht in Deutschland aufgewachsen ist, dann spricht er ein bisschen mit Akzent, aber für euch wird nicht so problematisch. Das ist schön, dass ihr ohne Akzent sprecht und wenig Fehler. Da waren eine alte Pubertät hat und konnten die nicht alles verstehen. Aber alles, die jetzt älter geworden sind, haben gesagt, oh Mama, wir sind stolz auf dich. Guck mal, wie du bist. Ich habe gesagt, ja, sei stolz auf deine Mama, ist wichtig. Rolle ist wirklich eine wichtige Rolle. Motivation bekomme ich hier auch. Manchmal, ja, und auch andersrum motiviere ich auch meine Kinder natürlich, ihre Berufswege zu finden und schauen, wo der richtige Weg ist. Also es ist sehr wichtig, die Frauen sollen niemals aufgeben, auch wenn manchmal zu Enttäuschungen kommen. Niemals. Immer Kopf hoch, das Leben geht weiter. Jeder Mensch hat gute Sachen, die auch bei der Arbeit umsetzen kann. Und das sollen die sagen, doch, ich bin ein guter Mensch, du bist ein guter Mensch und ich bin auch ein guter Mensch. Das jede Frau soll für sich selber sagen. Was ich mir geschrieben habe, dass auch Menschen auch, also ganz besonders die Frauen, bei gleichwertiger Ausbildung und Sprachkenntnisse viel Chancengleichheit zu sorgen. Das Mhm. soll vom Arbeitsmarkt kommen. Also zum Beispiel jetzt eine Lehrerin, die in Syrien war und ihre hier Studium anerkannt ist und die deutsche Kenntnis kommen ja nach und nach bestimmt, soll sie die Chance haben, die Frau dann in ihrem Beruf zu arbeiten. Integration ist keine Einbahnstraße.